Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Carsten. Ich begrüße euch recht herzlich zum mittlerweile 8. Teil vom Bau meiner Pirateninsel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und was soll ich sagen, heute geht's hart gegen. Es wird Fortschritt geben hier vorne am Wasser. Und zwar nervt es mich tierisch, dass das noch nicht fertig ist. Das werde ich mal als erstes machen und danach kümmere ich mich um dieses riesengroße Loch hier am Strand. Da kommt ein Mock rauf und zwar eins für die Piraten. Die freuen sich schon, ich freue mich schon, ihr könnt auch gespannt sein. In der Zwischenzeit hatte ich schon experimentell weitergearbeitet hier am Berg in der Mitte der Insel. Da hatte ich ein paar Plates draufgehauen und ein paar Bricks, einfach mal um zu gucken, wie man das Ganze gestalten kann, auch im Zusammenspiel mit den ganzen möglichen Pflanzenarten, die da hinterher drauf sollen. Da habe ich eine Idee, wie es weitergeht. Und wo es auch wirklich schon weitergegangen ist, ist hier vorne das Felsenversteck der Piraten. Wie ihr seht, ist da jetzt so eine Zwischendecke eingezogen, einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Und da werde ich an den Seiten weiterarbeiten, dass die Höhle dann auch mal sachte fertig wird. Zum Schluss habe ich noch eine neue Minifigur. Ich schwenke mal so als kleiner Hinweis ganz sachte Richtung imperiale Soldaten. Wie gesagt, das Ganze aber am Ende der Folge. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Wasser, dass wir das endlich mal durchkriegen, das Thema. So, und da sind wir auch schon beim Bauen vom Wasser. Hier haufenweise blaue Steine. Und hier haben wir noch ein paar grüne und bunte, die wir brauchen. Tja, und schon geht's los, würde ich sagen. Ja, und das Bepflastern der Baseplates, das zeige ich euch jetzt hier mal wieder im Speedbild. Im Wesentlichen ist es ja einfach nur die blauen Plates und Tiles da auf die Baseplate zu hauen. Hier, wo ich diesen blauen Untergrund hatte, da habe ich hin und wieder nochmal eine Tile eingestreut in Transblue, dass ich einen weiteren Kontrast habe. Das war natürlich dann auf den grünen Baseplates nicht mehr möglich. Das hätte ein bisschen komisch ausgesehen. Ich hatte schon zwischendurch noch eine andere Idee bekommen, nämlich unter diese Meeresoberfläche quasi noch eine Schicht Plate zu packen in Dark Tan beziehungsweise im flachen Wasser den Tan und dann nur diese blauen Tiles drauf in Transblue, damit quasi diese Plates in Tan und Dark Tan durchscheinen und dann halt auch so quasi ein Farbunterschied zustande kommt hinsichtlich Tiefenwasser, Flachenwasser. Aber das war mir an der Stelle zu aufwendig, deswegen habe ich es gelassen. Ich habe das mal angedeutet in meinem anderen Projekt, in meiner Mittelalterwelt. Da habe ich einen Flusslauf auf diese Art und Weise gebaut. Könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Wie gesagt, hierbei habe ich es dann dabei gelassen, einfach nur blau beziehungsweise noch ein paar Steine in Medium Azure raufzupacken, bis ich das Ganze dann fertig hatte. So, bevor wir uns jetzt die Insel mal insgesamt angucken mit den 3 Baseplates, die ich gerade fertig gemacht habe, möchte ich euch das kleine Mock noch zeigen, von dem ich vorhin gesprochen hatte. So ein ganz einfacher Holzunterstand mit einem kleinen Dach drauf, den sich die Piraten hier zusammengezimmert haben. Als Einrichtung ist nicht viel mehr drin als hier 2 Sitzbänke und hier so eine kleine Ablagefläche. Die hat aber einen ganz bestimmten Sinn, und zwar kommt da das Rumfass drauf, zu dem die Piraten wahrscheinlich regelmäßig hingehen und sich ihre Ration Rum abholen. Und der erste Pirat, der ist ganz durstig. Den können wir schon mal reinstellen, der wartet schon auf seinen Rum. Und dann kommt schlicht und einfach noch eine kleine Piratenfahne oben drauf, damit die auch immer wissen, wo sie hinrennen müssen, wenn sie Durst haben. So, und jetzt würde ich das Ganze mal gleich mit auf die Insel bauen. So, und jetzt möchte ich mir natürlich auch mal angucken, wie es insgesamt aussieht. Deswegen packe ich jetzt mal die erste Baseplate hier hin. Die ist ja noch relativ unspektakulär. Bei der zweiten hatte ich in der Zwischenzeit noch ein bisschen weitergearbeitet. Und zwar habe ich die Höhle weitergebaut. Der Vorderbereich ist jetzt hier fast fertig. Im hinteren Bereich, da fehlen noch 2 große Stücke. Mir ist nämlich die spontane Idee gekommen, dass ich eventuell noch einen zweiten Höhleneingang baue auf der Rückseite, dass die Piraten quasi auch von der Seeseite dann ihren Schatz da verstecken können und in die Höhle reinkommen. Und dann hatte ich noch den Übergang angefangen zu gestalten von Höhle zum Berg in der Mitte der Insel, dass das Ganze da auch ein bisschen vernünftiger aussieht. Und jetzt kommt noch die 3. Baseplate, beziehungsweise insgesamt die 9. Und damit hätte ich halt das Zwischenziel erstmal erreicht, dass die gesamte Insel bedeckt ist und keine offenen Stellen mehr zu sehen sind. Das hat mich ja tierisch genervt. Und was ich dann jetzt noch machen kann, ist hier vorne das Piratenversteck draufsetzen, was ich eben gebaut hatte. Das wird hier auch so schräg drauf kommen. Das werde ich später noch fixieren und hier auch noch einen Weg bauen, der sich hier so lang schlängelt und zum Inselinneren führt, damit die Piraten da quasi auch zu ihrer Höhle hinkommen. Jetzt hatte ich mir noch eine kleine Palme zurechtgelegt. Die sollen ja auch nicht so direkt in der Sonne sitzen, die Piraten. Ja, und dann denke ich, sieht das Ganze jetzt schon wesentlich besser aus als vorher. Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass es noch Neuigkeiten gibt zu den Minifiguren. Bisher gab es ja diese eine Minifigur hier, die vom ursprünglichen Set stammt, mit dem bei mir alles angefangen hat mit der Pirateninsel. Und er hat seinen Kumpi dabei, der auch gerade auf dem Weg ist, um sich seine Ration Rum abzuholen.
Ja, ab der zweiten oder dritten Folge kam dann auch die Chefin der Piraten auf die Insel. Die steht jetzt hier gerade vor der Schatzhöhle und bewacht den Eingang. Und dann haben wir ja am anderen Ende der Insel den Stützpunkt der Soldaten, den kleinen Handelsstützpunkt, der bewacht wird von 2 Soldaten und die beiden Soldaten kriegen jetzt Verstärkung. Am Horizont rudert nämlich ein neues Boot heran und da drauf kommt vom Festland ein neuer Soldat und ein Händler. Und wie ihr seht, hat der Händler gleich schon Steine mit dabei. Warum? Weil die Soldaten nämlich ihren Stützpunkt vergrößern wollen. Dafür ist aber relativ wenig Platz auf der Insel. Das würde sonst alles hinten und vorne nicht passen. Aber es passiert zum Glück Folgendes. Vulkanausbruch, Erdbeben, es entsteht neues Land. Und zwar zum einen hier vorne. Einmal neues Land und, wie es der Zufall will, hinten bei den Soldaten auch. Da entsteht sogar noch mehr neues Land. So, klasse. Das hat jetzt zur Folge, dass sowohl die Soldaten da hinten ihren Stützpunkt mächtig vergrößern können, als auch die Piraten hier vorne, die haben jetzt hier auch mehr Platz, um noch was zu bauen. Das Ganze gibt es aber in der nächsten Folge, ihr könnt gespannt sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die Updates nicht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei euren Projekten, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.